Das niedersächsische Bergland liegt beiderseits der Weser zwischen Handmünden und der Porta Westfalica. Wir bereisen einen Teil dieses Gebietes zwischen Höxter und Hameln, das auch Teil der Deutschen Märchenstraße ist, aber mit der Wahrnehmung und Sicht eines Vogels. Wir lassen uns herab auf die Stadt Höxter und besichtigen dort ein paar Highlights in der Innenstadt und begeben uns dann weiter zum UNESCO-Welterbe Corvey. Dann weiter nach Holzminden, der Stadt der Düfte, mit einem Abstecher nach Amlungsborn, weiter nach Polle, Steinmühle, der Münchhausen-Stadt Bodenwerder, nach der Hemelschenburg bis zum Endziel der Rattenfängerstadt Hameln. Die Kreisstadt Höxter mit etwa 30.000 Einwohnern liegt an der Weser im Zentrum des Weserberglands in Nordrhein-Westfalen und gehört zu den ältesten Städten in Norddeutschland. Hier wird zurzeit mit Hochdruck am Brückenbau mit einem neu platzierten Pylon gearbeitet. Der Grund ist die Landesgartenschau im kommenden Jahr, aber auch die dringend erforderliche Verstärkung für den Schwerlastverkehr. Dafür ist wohl auch eine Straßensanierung an vielen Stellen der Stadt erforderlich. Man sagt, ganz Höxter sei zurzeit eine Baustelle. Aber trotzdem lohnt sich ein Bummel durch die Altstadt mit den vielen prächtigen Fachwerkbauten der Weserrenaissance und zahlreichen Gaststätten und Geschäften. Die Residenz Stadthalle Höxter ist das Veranstaltungszentrum des Weserberglands. Die Halle bietet auf insgesamt 2000 Quadratmeter mit 600 bestuhlten Plätzen ausreichend Raum für Gäste jeglicher Veranstaltungen. Das Hüttensche Haus ist seit 2012 ein Museum. Zu sehen sind hier wechselnd Ausstellungen in Kultur- und Alltagsgeschichte mit über 15.000 Objekten aus der Zeit von 1880 bis heute. Die Dächernei, der ehemalige Corveyer Lehnshof, gehört zweifellos zu den meist fotografierten Gebäuden der Stadt. Christoph von Amelungsen baute dieses Wohnhaus in den Jahren 1564 bis 71 im Stil der Weserrenaissance um. Seit 1796 wird der Hof als Pfarrhaus der katholischen Kirchengemeinde genutzt. Die Kiliankirche ist das Wahrzeichen der Stadt und wurde im ersten Drittel des 12. Jahrhunderts errichtet. Besonderes Merkmal sind hier die unterschiedlich hohen Türme mit knapp 50 Metern, die früher vorwiegend als Wachtürme genutzt wurden. Und auch hier war das städtische Archiv untergebracht. Das Kloster Corvey wurde 815 von Kaiser Ludwig dem Frommen erbaut und ist seit 2014 Weltkulturerbe. Die barocke Anlage ist eines der bedeutendsten Klöster und heute die Sehenswürdigkeit im Weserbergland und Teutoburger Wald. Hoffmann von Fallersleben schrieb hier unter anderem das Deutschlandlied und fand auch hier seine letzte Ruhestätte. Heute ist Corvey im Besitz von Viktor, Herzog von Ratibor und seiner Frau und wird von privaten,
aber auch öffentlichen Mitteln erhalten. Holzminden wurde um 1200 durch die Grafen von Everstein gegründet und liegt inmitten des Weserberglands an der westlichen Grenze Niedersachsens zu Nordrhein-Westfalen. Bis ins 20. Jahrhundert war Holzminden noch eine Ackerbürgerstadt mit vielen Bauern und Handwerkern. Doch nach und nach hat sie sich zur Stadt mit den wichtigsten Arbeitgebern Stiebel-Eltron und Symrise entwickelt und wird auch oft als Stadt der Düfte beworben. Der Marktplatz, von Platanen in mediterraner Atmosphäre umrahmt, ist der ideale Platz zum Verweilen und Genießen in oder an einem der anliegenden Restaurants. Der Brunnen wurde Ende des 19. Jahrhunderts anlässlich der ersten Wasserleitung errichtet. Diese Skulptur soll an die Zeit der Ackerbürger erinnern. Das Reichspräsidentenhaus wurde 1929 zum Gedenken an Friedrich Ebert errichtet. Die Durchfahrt war ursprünglich die Hauptverbindung zwischen Altstadt und Hafendamm. Ein Glockenspiel im Dach des Gebäudes soll die Meisterumzüge der Fachhochschulabsolventen darstellen. Die Lutherkirche ist ein Wahrzeichen der Stadt und wurde wahrscheinlich um 1231 erbaut. Der Turm zeigt noch einige erhaltene Schießscharten, die wohl auf einen ursprünglichen Wehrturm in unruhigen Zeiten hindeuten. (1831) wurde hier die älteste Baugewerkschule Deutschlands, die heutige Fachhochschule Hillesheim-Holzminden, für die Fachbereiche Architektur und Bauingenieurwesen durch den Kreisbaumeister Friedrich Ludwig Hamann gegründet. Das hier seit 1990 angesiedelte Campe-Gymnasium wurde nach einem seiner ehemaligen Schüler, Hans-Joachim Campe, benannt. Mit Abschluss der allgemeinen Hochschulreife kann man hier die allerbesten Voraussetzungen für jede weitere berufsorientierte Weiterbildung erwerben. Hervorzuheben ist hier aber auch die lange, traditionsreiche Entstehungsgeschichte. Dazu machen wir einen Abstecher zum 15 Kilometer entfernt liegenden Kloster Amlungsborn. Das Kloster Amlungsborn liegt in der Nähe von Stadt Oldendorf im Landkreis Holzminden und wurde als Stiftung im Jahre 1124 durch Mönche gegründet. Im 14. Jahrhundert war es 200 Jahre im Besitz der Grafen von Everstein, bis es im 16. Jahrhundert in landesfürstliche Hände geriet. Nach weitgehender Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurde 1954 mit dem Wiederaufbau begonnen und war dann 1959 bis auf die neue, in 2007 aufgesetzte Stahlspitze abgeschlossen. Die bereits im Jahr 1569 integrierte Klosterschule bildete zunächst nur künftige Theologen aus. Als jedoch die Voraussetzung für allgemeine akademische Studien nicht mehr gegeben war, verlegte Herzog Karl I. die Schule in 1760 in die Kreisstadt Holzminden. Diese Schule ist daher unvergessen als Ursprung des eben gezeigten heutigen Campe-Gymnasiums in Holzminden zu sehen, beginnend als Lyzeum für Mädchen in Wesernähe und später 1894 zunächst parallel als Gymnasium für Jungen in der Wilhelmstraße, das dort über 90 Jahre angesiedelt war.
An diesem Gebäude erinnert noch heute der am Giebel angebrachte, leider nur noch verdeckt zu sehende lateinische Spruch Deo literis patriae, entsprechend Gottes vaterländische Wissenschaft. Nach diesem kirchlichen Leitsatz entstand auch als Synonym der Name das Blickfeld für die damalig bei Schülern und Eltern sehr begehrte Schülerzeitung. Die Burg Polle wurde, so vermutet man, um das Jahr 1200 erbaut und galt als eine der Stammburgen der Ebersteiner Grafen. Heute ist der Flecken Polle im Besitz dieser Ruine, dessen Amtshaus und Burgpark dem Land Niedersachsen 1956 abgekauft wurde. So konnte in den Jahren 1984 bis 1988 eine umfangreiche Renovierung der Burganlage durchgeführt werden, sodass hier im Burghof mehrmals im Jahr kulturelle Veranstaltungen stattfinden können. Insbesondere wurde hier das Märchen Aschenputtel aufgeführt, da Polle schon seit Gründung der Deutschen Märchenstraße Mitglied dieser zauberhaften Route ist. Hier auf der Bundesstraße 83 an der Steinmühle war die Durchfahrt seit über 4 Jahren wegen Steinschlaggefahr gesperrt. Die Bauarbeiter mussten hier unter schwersten Bedingungen Netze und Fangzäune an diesen steilen Felswänden anbringen. Nun ist es aber soweit. Die Strecke ist endlich wieder freigegeben worden. Wir lassen uns wieder herab auf die Münchhausenstadt Bodenwerder. Als staatlich anerkannter Luftkurort des Landkreises Holzminden mit ca. 6.500 Einwohnern liegt sie auf beiden Seiten der Weser und ist eingebettet in abwechslungsreiche Hügellandschaften des Weserberglandes. Den Begriff Münchhausenstadt erhielt die Stadt offiziell vom Land Niedersachsen, denn im 18. Jahrhundert war hier die Familie von Münchhausen zu Hause. Im heutigen Rathaus wurde einst der Lügenbaron von Münchhausen geboren, dessen Welt des legendären Lügenbarons in diesem Museum, dem ältesten Gebäude der Stadt, ausgestellt sind. Die Ausstellung trägt das Motto „Fantasie lügt nie“. Hier hat der Baron von Münchhausen mit seinen witzigen Lügenmärchen Platz an der Deutschen Märchenstraße gefunden. Diese Skulptur zeigt ihn auf seinem Pferd sitzend, dessen Hinterteil durch einen Schutzkater abgetrennt wurde, er es aber erst bemerkte, als er hinten ins Leere griff. Ungeachtet dieser Panik fand er aber das galoppierende Hinterteil schnell wieder und heftete es mit Lorbeerblättern wieder zusammen. Beim Bummel durch die Altstadt hin zur zentralen 1000-jährigen Klosterkirche schmücken viele Fachwerkhäuser das Stadtbild, das wohl an ursprüngliche, wohlhabende Bürger erinnern soll. Auf dem Marktplatz angekommen, ist am anderen Ende schon der Münchhausenbrunnen zu sehen. Er zeigt 3 der bekanntesten Symbolfiguren des Barons. Das Pferd, das wiehernd an der Kirchturmspitze baumelte, nachdem es Tag zuvor bei völlig eingeschneiten Dorf irrtümlich dort angebunden wurde. Oder Münchhausens Entenfang mit einer speckgeköderten Leine
und anschließendem gesteuerten Flug direkt durch den Schornstein auf seinen Küchenherd. Oder diese Statue, die Münchhausens legendären Ritt auf einer Kanonenkugel ins feindliche türkische Lager und zurück auf gegnerischer Kugel symbolisieren soll. Alle Lügenmärchen, die Freiherr von Münchhausen nach seiner aktiven Militärzeit schrieb, wurden zum weltweiten Bestseller und sind unter dem Motto Fantasie lügt nie in Bodenwerders Münchhausen-Museum untergebracht. Ein Highlight ist sicher auch das Lichterfest in Bodenwerder, welches als größtes musikalisches Höhenfeuerwerk Norddeutschlands überregional Bekanntheit erlangt hat. Eines der bedeutendsten Kulturdenkmäler in Deutschland im Stil der Weserrenaissance ist das Schloss Hemelschenburg. Diese märchenhafte Schönheit liegt im Weserbergland zwischen Hameln und Bad Pyrmont. Das Wasserschloss wurde 1588 bis 1613 als Teil des Rittergutes von der Adelsfamilie von Klenke erbaut, aber wesentlichen Anteil daran hatte die Ehefrau Anna von Klenke, geborene von Holle. Sie ließ das riesige Anwesen nahezu alleine aufbauen und brachte es sogar unbehelligt durch den Dreißigjährigen Krieg, indem sie einen Schutzvertrag mit dem Grafen von Tilly aushandelte. Das Schloss befindet sich noch heute im Besitz der nachkommenden Familie, die 1963 auch eine private Stiftung Rittergut Hemelschenburg eingerichtet hat. Damit soll der denkmalgerechte Erhalt des Schlosses gesichert werden. Die vorläufig letzte Station dieses Beitrags ist Hameln. Die Kreisstadt des Landkreises Hameln-Pyrmont hat 60.000 Einwohner und ist vor allem bekannt durch die Sage vom Rattenfänger von Hameln, das auf Ereignissen im Jahr 1284 beruhen soll. Das Hochzeitshaus wurde im Jahr 1617 im Renaissance-Stil erbaut und wurde ursprünglich als bürgerliches Fest- und Feierhaus genutzt. Das Glockenspiel am Hochzeitshaus wurde 1964 durch die im Krieg zerstörte Rattenfänger-Kunstuhr des alten Rathauses ersetzt. Es spielt seither täglich das Rattenfängerlied »Wandern, ach wandern durch Berg und Tal«. Hinter dieser Melodie verbirgt sich die Sage, dass ein Mann die Stadt von übler Rattenplage befreit, aber dafür nicht bezahlt wurde. Erbost darüber lockte er unbeobachtet alle Kinder aus der Stadt und verschwand mit ihnen für immer in einer Berghöhle. Hamels Innenstadt mit ihren malerischen Häusern um Bäcker- und Osterstraße lädt nicht nur zum Schlemmen oder Shoppen, sondern auch zum gemütlichen Bummel ein. Das Rattenfängerhaus ist seit 1917 Eigentum der Stadt Hameln und wird seit mehr als 100 Jahren als Gasthaus dem Rattenkrug bewirtschaftet. Die Sandsteinfassade besticht durch ihre ungewöhnliche Dichte kleinteiliger Zierformen mit sogenannten Kerbschnitt-Bossensteinen als typisches Motiv der Weserrenaissance. Die Marktkirche St. Nikolai ist Hamels zweitälteste Kirche
und entstand Anfang des 12. Jahrhunderts mit einem Saalbau, der dann nach und nach bis 1756 ausgebaut, aber im Siebenjährigen Krieg wieder zerstört wurde. Der Wiederaufbau begann aber bereits ein Jahr später. Auch im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude völlig zerstört. Doch ab 1957 gelang mit Resten einiger Fundamente ein erneuter Wiederaufbau bis hin zur heutigen Basilika. Die Stadtgalerie bietet dem Besucher nicht nur Restaurants, sondern auch reichlich Shoppingvergnügen in über 90 Shops mit breit gefächerten Angeboten. Parkmöglichkeiten dafür gibt es auch reichlich im Ober- und Dachgeschoss des Gebäudes. Hameln sollte eigentlich die letzte Station sein, aber weit gefehlt. Unsere Möwe ist noch derart motiviert, dass sie mit lautem Schreien noch eine weitere Sehenswürdigkeit einforderte. Also fahren wir noch mit dem Auto über die B217 zum Schloss Hasperte. Diese Schlossanlage wurde in den Jahren ab 1675 im Renaissance-Stil erbaut. Über die frühe Geschichte dieses Komplexes ist allerdings wenig bekannt. Von Kriegen weitestgehend verschont ging das Rittergut 1972 in den Besitz der Grafenfamilie Adelmann, die auch noch bis heute Eigentümer ist. Seit 1996 wird das Haus allerdings als Pflegeheim für Senioren genutzt. Dieses Mausoleum gehört zum Schloss Hasperte, das gleich unmittelbar hinter dem Wäldchen zu sehen ist. Otto Freiherr von Hake, der aus hannoverscher Adelslinie stammte, ließ das Denkmal in den Jahren 1881 bis 1884 erbauen. Ja, das Weserbergland bietet besonders aus der Luft meist atemberaubende Fotos. Deshalb werde ich demnächst an Beispielen demonstrieren, wie man regelkonform entlang und sogar über die Weser fliegen darf. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und lasst auch ein Abo da, denn das kostet nichts und ihr werdet immer über meine weiteren Videos sofort informiert.